Es gibt definitiv schönere Briefe als eine Mahnung. Aber seien wir ehrlich, wir alle bekommen sie mal zugeschickt. Es passiert so schnell, dass eine Zahlung mal durchrutscht oder etwas dazwischen kommt. Eine Mahnung ist etwas, was man nicht nur als Kundin oder Kunde ungern bekommt, auch Vattenfall als Energieversorger würde darauf gern verzichten. Manchmal lässt sich das aber einfach nicht vermeiden. In diesem Video erkläre ich euch, wann und wieso man überhaupt eine Mahnung bekommt und gebe euch Tipps, wie ihr diese vermeiden könnt. Wenn eine Rechnung oder eine Abschlagszahlung bis zum vorher angegebenen Zeitpunkt nicht bezahlt wurde, werde ich zunächst informell an den noch offenen Betrag erinnert. Jetzt habe ich noch ein paar Tage Zeit zu reagieren und zu bezahlen. Wird nach Erhalt der Erinnerung nicht bezahlt, flattert die erste Mahnung ins Haus. Wird die erste Mahnung ignoriert und die Forderung nicht beglichen, folgen zunächst weitere Mahnungen. Wenn ich auch darauf nicht reagiere, werden andere Maßnahmen eingeleitet. Das kann eine Stromsperrung oder Vertragskündigung mit sich ziehen oder die Forderungen werden an ein Inkassounternehmen oder einen Rechtsanwalt weitergegeben. Wenn ich kurz vor der Stromsperrung stehe und das unbedingt verhindern möchte, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich den gesamten Forderungsbetrag sofort bezahlen oder ich nehme das Angebot von Vattenfall an, eine sogenannte Abwendungsvereinbarung zu treffen. Weitere Informationen zu Sperrung und Abwendungsvereinbarung gibt es jederzeit online auf der Vattenfall-Internetseite. Doch was steht eigentlich in einer Mahnung? Schauen wir uns das mal genauer an. Der erste Blick geht direkt ganz nach unten, an das Ende der Tabelle. Dort findet man fettgedruckt die Höhe der Gesamtforderung, die unverzüglich zu begleichen ist. Das heißt, es gibt kein Fälligkeitsdatum. Die Bezahlung muss bei einer Mahnung sofort geschehen. Oberhalb der Gesamtforderung findet man die einzelnen Posten, aus denen sich die Gesamtforderung zusammensetzt. Diese können sich zum Beispiel auf nicht gezahlte Abschläge oder Mahnkosten beziehen. Außerdem ist in der Mahnung noch die Kontoverbindung zu finden, wohin die Forderungssumme überwiesen werden muss. Wer individuelle Fragen zur eigenen Mahnung hat, ruft am besten beim Serviceteam von Vattenfall an oder nutzt den Chat auf der Internetseite. Auch wenn ich nicht zahlen kann, sollte ich in jedem Fall anrufen. Nichts tun ist leider auch keine Lösung. Bei allen Aktivitäten des sogenannten Forderungsmanagements orientiert sich Vattenfall an selbst aufgestellten ethischen Grundsätzen. Die findet ihr unter diesem Link. Diese beschreiben, wie Vattenfall bei Forderungen mit den Kundinnen und Kunden umgeht. Hier steht beispielsweise, dass Vattenfall seinen Kundinnen und Kunden hilft, Forderungen zu begleichen und die persönliche Lebenssituation respektiert. Wer seine Forderung also nicht nur vergessen hat zu bezahlen, sondern es aktuell einfach wirklich nicht kann, der bekommt bei Vattenfall Hilfe angeboten. Das Serviceteam hat jederzeit ein offenes Ohr und es wird immer versucht, eine Lösung zu finden. So kann zum Beispiel eventuell eine Ratenzahlung vereinbart werden. Zudem gibt es Tipps, wo ich passende Beratungsstellen finde, die unabhängig von Vattenfall sind. Einen Link mit weiteren Informationen dazu gibt es in der Infobox. Diese 3 Tipps helfen dabei, dass zukünftig keine Mahnung mehr im Briefkasten landet. Offene Beträge immer pünktlich und in korrekter Höhe bezahlen. Klingt logisch? Tatsächlich schleichen sich da manchmal Fehler ein. Zum Beispiel, wenn sich der Abschlagsbetrag seit der letzten Rechnung verändert und man vergessen hat, den Dauerauftrag anzupassen. Um sowas zu vermeiden, lohnt es sich übrigens, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Wenn man ein SEPA-Lastschriftmandat hat, ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, dass das Konto ausreichend gedeckt ist. Sonst kann natürlich auch nichts abgebucht werden und die Zahlung bleibt offen. Und dann entstehen weitere Kosten. Wenn ich meine Zahlungen selbst überweise, sollte ich beim Eintippen des Verwendungszwecks unbedingt überprüfen, dass ich bei der Vertragskontonummer keine Zahlendreher habe. Nur so können die Zahlungen reibungslos zugeordnet werden. Und wenn alle Stricke reißen, dann heißt es auf jeden Fall rechtzeitig melden und offen darüber sprechen. Eine Mahnung ist nichts, wofür man sich schämen muss. Bei Vattenfall findet jedes Anliegen Gehör und fast jedes Problem eine Lösung. Fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Mahnungen findet niemand toll, auch nicht Vattenfall. Zweitens, je früher ich mich melde, desto besser. Dann kann gemeinsam frühzeitig nach einer Lösung gesucht werden. Drittens, am besten erteile ich ein SEPA-Lastschriftmandat. Da kann am wenigsten durcheinander kommen. Alle Informationen rund um das Thema Mahnung und Zahlung findet ihr auch zusammengefasst im Internet. Wenn ihr noch mehr Fragen zu weiteren Themen habt, zum Beispiel zu der Zahlung mit dem SEPA-Lastschriftmandat oder Sperrung und Entsperrung, dann schaut doch mal auf dem Vattenfall-Kanal vorbei. Also, tschüss und bis bald.